Aber erleben Sie jeden Tag als Ihr letztes Tag? Ich versuche zu leben, nicht als würde jeder Tag der letzte sein, das nicht. Aber ich gehe in bestimmten Dingen keine Kompromisse ein und ich versuche Abhängigkeiten zu vermeiden. Abhängigkeiten. Das heißt, und mit Abhängigkeiten meine ich vor allem materielle Abhängigkeiten. Nicht von Abhängigkeit von Reisen oder sowas? Nein, ich kann auch ohne Reisen leben, weil ich habe so viele Erfahrungen angesammelt. Ich muss nicht unbedingt reisen. Ich reise gern nach wie vor, aber ich werde auch nie wieder solche Grenzerfahrungen suchen, weil ich brauche keine 14 Wüsten. Ja? Es wäre für mich kein Ziel, 14 8000er zu besteigen, weil die Erfahrung auf einem 8000er ist genauso wie auf dem anderen. Da gibt es keine Unterschiede mehr. Und deshalb ist für mich auch der Alleingang in der Wüste, das ist eine Erfahrung, die ich gesucht habe, die ich bekommen habe, die ich mitgenommen habe, weil ich behaupte einmal, dass wir Menschen, wenn wir sterben, wenn wir gehen müssen, nichts anderes mitnehmen können aus unseren Erfahrungen. Nur das, sonst gar nichts. Und deshalb ist das für mich das Wichtigste. Und dort möchte ich weiterhin investieren, in die eigenen Erfahrungen. Das heißt also, ich suche Erfahrungen, die können jetzt ganz anderes geartet sein als diese Grenzerfahrung in der Wüste. Die bleibt mir ja, die kann mir niemand wegnehmen. Die ist auch keiner Inflation unterworfen. In der Wüste habe ich gelernt, zum ersten und zum einzigen Mal meine Möglichkeiten als Mensch kennenzulernen und einzusetzen, und zwar in der Gleichzeitigkeit. Das Gefühl, dass die Menschen ein überzogenes Sicherheitsbedürfnis haben. Und dieses Sicherheitsbedürfnis ist durch Angst begründet. Und diese Angst wird unentwegt geschürt. Angst vor, dass man den Arbeitsplatz verliert, Angst vor Krankheit, Angst vor Verlusten, alle möglichen Ängste, und diese Ängste begrenzen uns ja. Finde ich. Und ich habe die Möglichkeit gehabt, dort in der Wüste, und das war eine der wesentlichen Erfahrungen, mich in eine Situation zu begeben, vorsätzlich, wo ich ganz auf mich allein gestellt war. Und das ist eine sehr, sehr wichtige Konstellation, weil ich gemerkt habe, dass wir Menschen so bequem sind, dass wir unsere Möglichkeiten, unser Potenzial nur dann in der Gesamtheit ausschöpfen, wenn wir es müssen, wenn wir gezwungen sind. Und ich habe mich in eine Situation hineinbegeben, ganz absichtlich, wo ich ganz auf mich allein gestellt war, das heißt also gezwungen war, die 100%ige Selbstverantwortung zu übernehmen. Ich konnte nirgendwo um Hilfe rufen. Ich konnte nicht sagen, mitten in der Wüste, jetzt habe ich genug, jetzt höre ich auf, wie ein Leistungssportler. Wenn ich heute als Leistungssportler, als Spitzensportler einen Sport betreibe und das in einer abgesicherten Sportarena stattfindet, auch die Tour de France, das Radfahren, alle diese Dinge finden ja in einem Sicherheitsbereich statt, in einer abgesicherten Arena. Da gibt es Ärzte, Helikopter, da gibt es Betreuer, da gibt es Masseure. In dem Spitzensport kann ich über meine Grenzen gehen. Da kann ich erschöpft vom Radfallen auf einer Tour de France-Etappe, auf einem Alpenpass zum Beispiel, dann ist der Masseur da, dann ist der Arzt da, dann ist der Hubschrauber da, dann habe ich eine riesige Infrastruktur an Helfern. Und dort in der Wüste war ich ganz allein und ich musste alle Antworten auf all das, was mir widerfährt in dieser Wüste, alle Antworten musste ich bei mir selber suchen und finden. Dritter Tag. Eigentlich muss ich sehr, sehr zufrieden sein. Damals 96, da war der dritte Tag eigentlich ein Desaster und ich habe damals
nicht einmal die Hälfte meiner Wegstrecke zu Laugau geschafft, mehr als die Hälfte meiner Wasserreserven allerdings verbraucht. Und habe damals am 4. Tag es nicht geschafft, zum Laugau zu kommen, bin damals ohne Wassertag gestanden. Jetzt bin ich viel näher dran. Damals habe ich zu Laugau noch mehr als 30 Kilometer zurückzulegen gehabt. Jetzt sind es nur noch 23 Kilometer, also die Chancen stehen sehr, sehr gut. Kann man diese Grenzsituationen mit etwas in dem menschlichen Leben vergleichen? Sicherlich. Sie haben mal gesagt, das ist etwas mit der Krankheit Zu tun. Ja, wenn jemand heute zum Arzt geht und der Arzt zu einem sagt, Sie haben Krebs und Sie leben jetzt noch, Sie haben noch eine Zeit von 2 Monaten zu leben, dann ist das eine ähnliche Situation. Weil dann ist man mit einem Schlag, ändert sich das Leben. Mit einem Mal, nur durch diese Diagnose. Man ist zwar nicht auf sich allein gestellt wie in der Wüste, weil wir haben hier unsere Ärzte und wir haben unsere ärztliche Versorgung, aber die Krankheit, die kann einem niemand abnehmen. Die Krankheit, die hat man selber und mit der muss man selber sozusagen leben. Das ist eine sehr ähnliche Situation. Da ist man auch plötzlich, relativiert sich alles. Alles, was vorher so wichtig war, wird plötzlich unwichtig. Das Auto, die nächste Reise oder sonst alle diese Dinge, mit denen wir uns umgeben, für die wir leben, werden plötzlich unwichtig, weil es sich relativiert. Die Gesundheit ist plötzlich das Allerwichtigste. Und in der Wüste ist es ebenfalls der Fall. Und das Wasser, das Allerwichtigste. Das heißt, die Pyramide stellt sich wieder gerade. Man erkennt, was im Leben wichtig ist und was weniger wichtig ist.